Wir sind sehr oft an Turniere gegangen, die halt vielleicht nicht so erfolgreich waren. Und das ist halt auch immer wieder eine Enttäuschung. Und dann fragt man sich, was müssen wir echt noch trainieren? Was haben wir falsch gemacht? Das war relativ oft ein bisschen frustrierend, weil man hat hart trainiert, aber es hat nicht geklappt. Und in solchen Momenten halt wieder zurück ins Dojo zu gehen und wieder zu trainieren, das hat sehr viel Eigenmotivation gebraucht. Man musste sehr viel Energie wieder investieren. Und das ist genau der Moment, wo du anfängst am meisten lernen und wo du halt wirklich immer tiefer und tiefer in die ganze Thematik eintauchst. Ich habe sehr viel investieren, um so weit jetzt im Karate, wo ich heute bin. Also es hat angefangen halt eben, ich war als Jugendliche in einer Gruppe, wo ein paar Leute waren, die Karate gemacht haben. Und einer nach dem anderen hat dann gefunden, ja, ich möchte gerne vielleicht etwas anderes machen, ich möchte gerne vielleicht mehr mit den Kollegen draussen sein. Und ich bin dann gleich im Karate geblieben. Ich habe gefunden, das ist etwas, was mir so viel gibt, ich möchte das nicht verlieren. Und habe durch das halt auch mein ganzes privates Leben ein bisschen auf das ausgerichtet. Auch wenn man Karate so lange macht, wie ich es jetzt schon mache, kommt man an einen Moment, wo man einfach entscheiden muss, möchte ich jetzt einfach weiterhin ein bisschen trainieren, für mich das machen oder möchte ich das weitergeben. Und für mich war schon früh klar, ich möchte das auch gerne grösser werden lassen, als es im Moment ist. Also ich möchte gerne das jemandem weitergeben, wo dann vielleicht später irgendwann selber einmal eine Schule machen kann und dann das unser Karate, wie wir es leben, auch dann vielleicht in der Schweiz auch ein bisschen populärer machen. Das war so ein bisschen der Hauptmotivator. Nebendran haben wir in einem Dojo trainiert, wo wir gemerkt haben, wir kommen irgendwann auch ein bisschen an unsere Limiten. Wir haben selber eben grosse Ansprüche an uns selber gestellt und haben dann gefunden, ja, wir können das nur erreichen, indem wir wirklich unser Ding durchziehen und etwas Eigenes aufbauen. Und dann hat es halt angefangen, wir hatten eine kleine Gruppe schon gehabt, die trainieren konnte und wir selber haben dann regelmäßig einen Raum halt können besetzen, wo wir selber auch trainieren konnten. Und das war für uns halt auch ein riesen Motivator gewesen, um jetzt auch so erfolgreich zu sein. Um zu sagen, ja, jetzt gehen wir am Sonntag hier hin, wir können vielleicht mal am Morgen früh hier trainieren. Wir hatten immer die Möglichkeiten gehabt. Die eine Reise nach Japan war sehr inspirierend für uns, gerade für die Entwicklung des Dojo. Wir sind hier auf die Insel Yakushima gegangen miteinander und haben dort ein paar ruhige Tage verbracht nach einem Turnier in Tokio. Und dort sind dann ganz viele Ideen entstanden. Wie soll denn der Räum am Schluss aussehen? Was ist unser Ziel? Wo wollen wir überhaupt hin? Wer kann welche Aufgabe übernehmen? Wie machen wir das? Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde, glaube ich, von dem Dojo, wie es dann am Schluss sein soll. Wir haben uns durch das Karate kennengelernt, Carla und ich. Und das ist natürlich das, was uns enorm verbindet. Mit der Gründung vom Dojo war das natürlich schon auch noch eine Prüfung gewesen, ob die Beziehung dann auch, wenn man so ein bisschen auf einer professionelleren Ebene zusammen schafft, auch weiterhin so funktionieren kann. Wir haben dann gesehen, dass, obwohl wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben, mit den Aufgaben, die wir haben im Dojo, hat sich gezeigt, dass wir doch uns sehr gut ergänzen. Wir sind auch vom Charakter her unterschiedliche Typen. Ich glaube, das kommt am Dojo auch zu gut. Ich bin vielleicht ein bisschen emotionaler, ich habe ein bisschen mehr Feuer in mir drin, wo der Cyril hingegen ein bisschen der ruhiger und abgeklärtere Typ ist. Und ich glaube, das sind wirklich so zwei Elemente, die sich sehr gut ergänzen. Das Karate, das wir machen, das umfasst sehr viele verschiedene Elemente, wo man oft vielleicht auch sogar in einem Fitnesstraining sucht. Also bei uns ist Kraft gefragt, Balance ist gefragt, Geschwindigkeit ist gefragt, Ausdauer, Beweglichkeit. Also wir nutzen eigentlich den ganzen Körper und alles, was er so ein bisschen hergibt. Und so ist das eigentlich ein sehr gutes Ganzkörpertraining.
Und dazu kommt auch noch der mentale Aspekt, dass man halt sich konzentrieren muss. Und genau das ist halt sicher ein sehr zentraler Teil, dass man halt sich wirklich selber immer wieder fordert, dass man von außen gefordert wird und versucht, über seine eigenen Grenzen rauszugehen und stetig besser zu werden. Also das Karate-Training besteht aus 3 Elementen. Das Kihon, das sind so Grundschultechniken. Kata, das sind Formen, also man setzt die Techniken dann zusammen zu ganzen Formen. Und das Kumite, das ist der Kampfteil. Wir versuchen in unserem Training das möglichst breit zu verteilen, sodass man alles trainiert. Wir möchten nicht, dass die Leute bei uns trainieren und nur das eine machen und nur das andere, sondern dass man die ganze Palette vom Karate kennenlernt. Das macht auch Karate aus, dass es halt nicht einfach nur so, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein gegen Fußball, aber wir sind nicht einfach nur im gleichen Spiel und machen immer nur das, sondern wir haben so viele Möglichkeiten im Karate, wo auch dann ältere Leute dazu motivieren kann, auch zu uns zu kommen. Und auch wenn wir halt auf Kontakt arbeiten, dann wir eigentlich bei uns immer die Stärke oder die Härte auf einen schwächeren Gegner anpassen. Das heisst, es muss eigentlich niemand Angst haben, jemand, der das vielleicht noch nie gemacht hat, da in die Reihen hineinzustehen und mal ein bisschen Sparring mitzumachen. Es nehmen alle extrem viel Rücksicht. Also es geht hier überhaupt nicht um Konfrontation oder dass der eine dem anderen zeigen will, wie gut er ist, sondern bei uns ist es wirklich ein Miteinander besser werden und einander gegenseitig lüpfen. Und das spürt man auch genau im Training, eben wenn es darum geht, im Sparring halt auch mit Kontakt zu arbeiten, dann tun eigentlich alle mithelfen, dass man die Schwächeren oder die vielleicht noch nicht so gut sind, versucht zu lüpfen und dass man halt selber ein bisschen Rücksicht nimmt. Unser Hauptcredo ist immer, deine Limiten die sind viel weiter, als du denkst. Also never give up, sagen wir einmal. Und das ist das, was glaub, am Anfang auch voranzutragen kommt. Man kommt ins Training, die meisten haben noch nicht so eine körperliche Kondition. Und ja, selbstverständlich ist die Limite noch jemand anders als jetzt jemand, der schon seit Jahren trainiert. Und trotzdem ist sie ganz sicher viel weiter weg, als man denkt. Und das ist das, was man dann gerade schon vom ersten Training weg realisieren kann. Ja, man hat etwas gemacht nach dem ersten Training, wo man das Gefühl hat, das wäre eigentlich gar nicht möglich gewesen. Und das ist auch der mentale Aspekt des Karate, wo ich das Gefühl wo einem im ganzen Leben dann weiterbringen kann. Ich komme hier rein und denke, ja, das ist möglich und mache dann vielleicht das noch viel mehr. Am Schluss steht man immer allein auf der Matte. Also am Turnier selber oder auch an einer Prüfung. Man steht allein dort. Man muss allein dem Partner oder dem Gegner gegenüberstehen. Aber man trainiert nicht allein und man geht dann meistens nicht allein dorthin, sondern man wird begleitet. Und das ist wahrscheinlich auch das, was uns in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht hat, dass wir ein sehr starkes Team hatten. Wir hatten unglaublich schöne Trainings miteinander, also sehr freundschaftliche Atmosphäre, wo die Leute einen gelüpft haben, die einen gepusht haben, wo man sich gegenseitig motiviert haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Mittel zum Erfolg, dass man halt auch weiss, man ist nicht allein auf dem Weg, sondern man wird begleitet. Es gibt Leute, die einen unterstützen. So Sachen, die man nicht ersetzen kann. Und halt darum ist auch ein Team unglaublich wichtig. Für mich war der Sieg so ein bisschen die Konsequenz von dem vielen Training, die ich die vielen Jahre jetzt hatte. Dass ich immer dran geblieben bin und gearbeitet habe daran. Als es dann doch zu einem Europameistertitel kam, bin ich sehr überrascht natürlich am Schluss. Das ist völlig unerwartet gekommen, dass wir das dann gerade im Zweierpack erleben durften, dass meine Partnerin auch gerade schon in dem Moment Europameisterin werden konnte. Es hat aber auch gezeigt, dass wir offenbar das, was wir investieren, dass wir das richtig investiert haben und auf dem Weg auch ja, dass ein Rezept gefunden haben, wie man dort weiterkommt. Immer wieder Momente gegeben, wo man denkt, ja, nein, wenn wir uns das wirklich noch mal antun, weil eben, es ist mit viel Zeitinvestment verbunden. Man reist man investiert halt auch Geld und man muss sich dann halt schon irgendwann fragen, ja, lohnt sich das? Will man das? Für mich war es ziemlich klar, dass ich das will, weil
bin sehr kompetitiv. Und ich habe, ja, für mich ist das wirklich einfach ein schönes Gefühl, halt auch wenn man auf einem Tatami stehen und zu zeigen, was man gelernt hat und was man kann. Der Sieg hat aber auch noch andere unerwartete Reaktionen gezeigt. Also wir sind zurückgekommen ins Dojo, das ganze Dojo hat gepept da. Die haben so Freude gehabt, dass wir da ja, so etwas erreicht haben auf internationaler Bühne. Und auch Schüler kommen plötzlich zu einem und sagen, ich möchte das auch mal. Und das ist etwas, was uns selber dann auch so motiviert hat, zu merken, ja, mal, jetzt zeigen wir ihnen, dass etwas so Grossartiges realistisch ist. Und dass wir eben einen Weg gefunden haben, wie wir das auch erreichen können. Und wenn wir dann das jetzt wieder weitergeben können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schüler von uns einmal dort kommen kann, viel grösser, als wir es eigentlich hatten, als wir angefangen haben. Und ich glaube, so hat es auch das gebracht für uns, dass wir können sagen, ja, wir können das Karate, das, was wir jetzt eigentlich leben, die ganze Zeit, können wir jetzt noch ein bisschen stärker machen, indem wir einfach das weitergeben können, was wir jetzt hier erarbeitet haben. Wir haben uns an der letzten Europameisterschaften qualifizieren für die anstehende WM in Tokio. Das ist sicher ein sehr grosses Ziel. Also wir hoffen da auf einen Podestplatz. Es wäre toll, wenn wir das wieder erreichen. Wir werden jetzt auch hart trainieren, dass wir es schaffen, dass das Ziel erreichen. Die Konkurrenz aus Japan wird sicher nicht schlafen. Wir kennen die zum Teil, aber es gibt einige auch Teilnehmer, die wir wahrscheinlich noch nicht kennen, wo wir nicht gross einschätzen können, wie gut die sind. Und da sind wir sehr gespannt darauf, wie das Turnier wird.